gesehen? Müdigkeitserkennung. Der hat deine Augenringe vielleicht gesehen. Könnte sie. Wann bist du aufgestanden heute? 3. 3 Uhr morgens. Wieso so früh? Ich muss kochen. Und liefern hier. Wenig Schlaf und ständig unterwegs. Das ist das Leben von Sasikumar Dharmalingam. Als Hindu-Priester in der Schweiz ist er ein vielgefragter Mann. Mit einem Gebet schickt er heute die Seele eines verstorbenen Mannes auf die Reise ins Jenseits. Vor 40 Jahren brach in Sri Lanka Krieg aus. Er trieb Tamilen in die Flucht. Heute leben rund 60.000 Tamilinnen und Tamilen in der Schweiz. 10.000 sind pensioniert. Sie wünschen sich ein Leben und Sterben in Würde und nach hinduistischen Traditionen. Das steht in Konflikt mit den hiesigen Angeboten und Gesetzen. Als Hindu-Priester und Brückenbauer kämpft Sasikumar für die Anliegen der tamilischen Diaspora. Mit 14 flüchtete Sasikumar alleine in die Schweiz. Seither bestimmt eine Frage sein Leben. Wie gelingt der Spagat zwischen Integration und Bewahrung? Integration heißt nicht, ihre Identität verloren. Integration heißt für mich miteinander zusammenleben und wo wir leben, mit dieser Umgebung anpassen, aber nicht unsere eigene Identität ganz verlieren. Auch der Tod und die Bestattung sind Teil einer gelungenen Integration. Lange mangelte es hier in der Schweiz an den Voraussetzungen für traditionell hinduistische Bestattungen. Erst vor 4 Jahren wurde auf dem Bremgarten Friedhof Bern der europaweit erste Hindu-Altar auf einem öffentlichen Friedhof errichtet. Viele Jugendliche haben uns gefragt, wieso muss ich meine Vater oder Mutter ihre Sarg verbrennen und die Asche bringen wir irgendwo nach Indien oder Sri Lanka. Wir brauchen einen Ort, sich zum wieder erinnern, andenken. Das war eine gute Lösung, auch für die nächste Generation. Wenn sie hier das Abschiedsfest gemacht hat, dann können sie auch ab und zu in diesem Tempel besuchen. Im Hinduismus werden die Verstorbenen eingeäschert und im Wasser bestattet. So wird die Seele reingewaschen. Diese Praktik ist für Hindus heilig, doch in der Schweiz praktisch überall verboten. Also die Jugendlichen nennen, ihre Eltern sind 30 Jahre lang hier gelebt oder 40 Jahre lang hier gelebt. Wenn er in Zürich lebt, dann sagt er, der Limmatplatz ist für mich heilig. Oder der, der in Basel lebt, dann sagt er, der Rheinfluss ist für mich heilig. Und nicht, dass wir unsere Eltern, wo 30, 40 Jahre lang hier leben und wir bringen irgendwo eine unbekannte Ganges. Nach eidgenössischer Wasserschutzverordnung ist das Beigeben von Asche eine Verunreinigung der Gewässer. Vor 3 Monaten reichte Sasikumar beim Kanton Bern ein Bewilligungsgesuch ein. Jetzt heißt es warten. – 5 Uhr morgens in Kerzers bei Bern. Frau und Kinder sind meist noch am Schlafen, wenn der 48-jährige Schweizer das Haus verlässt. Oben beim Altar habe ich ja 2 Fotos gesehen. Ja. Darf ich fragen, wer das ist? Genau, das ist mein Vater und Mutter. Ja. Mein Vater wegen dem Krieg gestorben. Und nach dem Tod von meinem Vater hat meine Mutter ganz allein alles durchgeschafft. Ja, und jetzt, meine Mutter hat etwa 10 Jahre lang mit mir hier in der Schweiz zusammen gelebt. Da hat sie am 2013 Abschied genommen.
Vater ist im Krieg gestorben. Ja. Hat er gekämpft? Nein, er hat nicht gekämpft, aber er ist vom Rückweg von seinem Arbeitsplatz. Mit einer Bombe ermordet. Genau. Ja. Und wie alt bist du? Damals bin ich so ungefähr 7 Jahre alt. Ja. Es ist eigentlich schwierig, wenn ich darüber rede, dann kommt die ganze Last raus. Also darum, ich fange nicht viel mit dem Thema an. Raum für Trauer blieb wenig. Als ältester Bruder von 3 Schwestern musste er früh Verantwortung übernehmen. Kindheitserinnerung. Ja. Kommt dir gerade eine jetzt spontan, wenn du am Einkaufen bist? Ja, also das während der Kriegszeit, ich habe einfach die Kokosnüsse und die Früchte, die bei mir zu Hause wachsen, das bringe ich bei einem Frischmarkt. Und ich versuche das zu verkaufen und mit diesem Geld kaufe ich Reis. Wenn ich einkaufe, dann kommt es sofort diese Erinnerung, wie ich das alles gemacht habe. Genau. Auch heute kümmert sich der Koch vor allem um andere. Tagsüber in seinem ayurvedischen Restaurant, danach im Tempel oder in den Stuben seiner Landsleute. Seine Mutter sah ihren Sohn in Gefahr und entschied deshalb, ihn mit 14 Jahren alleine auf die Flucht zu schicken. Die Frage ist, wann sehe ich wieder die Familie oder meine Schwestern und einfach weggehen, wo. Wir haben nicht geplant, also ich habe keinen Plan, dass ich gehe direkt nach Schweiz. Oder? Und meine Mutter hat von meiner Kopffuß berührt und gesagt, hey, ich schließe meine liebe Türe, ich gebe dir den Schlüssel ab. Und irgendwann, wenn wir uns sehen, dann öffnest du diese Türe wieder. Bis dann bleibt mein Herz wie ein Stein. 12 Jahre musste er warten, bis er seine Mutter wiedersehen konnte. Er strandete in einer Flüchtlingsunterkunft im Emmental, fernab von allem, was er bisher kannte. Für die Schule war er zu alt, um zu arbeiten zu jung. Wie viele Tamilen fand er später einen Job in der Gastronomie und fand so zu seiner Leidenschaft, dem Kochen. Heute ist das Haus der Religionen in Bern Sasikumars Lebensmittelpunkt. Hier führt er sein Restaurant Vanakam, gleich daneben steht der Hindu-Tempel, den er mit Freunden ins Leben gerufen hat. Sie störten sich daran, dass nach alter hinduistischer Tradition nur Männer aus der richtigen Kaste das Priesteramt ausüben dürfen. Nach dem Studium der Heiligen Schriften und der Konsultation ihres Gurus in Indien fassten sie den mutigen Entschluss, ihren eigenen Reformtempel zu gründen. Hier gilt das traditionelle Kastensystem nicht, das Priesteramt steht allen Frauen und Männern offen und die Gebete werden nicht in Sanskrit, sondern auf Tamilisch gesprochen. Sasi, Ja, der Weg zur Reformation, ist das ein einfacher Weg oder ein schwieriger Weg? Wie hat man reagiert auf die Idee? Oder? ja es war ein sehr schwieriger Weg. Auch wir haben sehr viel Kritik erlebt von weltweit. Manchmal ist auch Lebensgefahr, kann man sagen. Ja. Wenn ich das in Sri Lanka oder in Indien vorstelle, noch schwieriger. Aber hier auch in Europa ist nicht so ganz einfach gewesen. Ganz am Anfang sehr schwierig, aber jetzt wir gewinnen sehr viele zweite Generation, wo sie diese Reformation akzeptiert und sie belebt das.
Heute bereiten er und sein Team eine Hochzeit für 600 Gäste vor. Was gibt es? Ja, das ist, wir glauben, Gott ist nicht nur Form, sondern hat er auch Formloses. Aber diese Formloses, enormes Energie. Wir geben eine Darstellung rundum mit dem Schnur. Das ist unser 72.000 Nervensystem. Der Kokosnuss ist so wie unser Kopf. Diese 5 Mangoblätter sind unsere Augen, Nase, Ohren, so die 5 Sinne. Und das ist eine Präsenz von diesem Kosmos, dass sie mit der Anwesenheit von diesem alle Heiligen sich schwören, dass sie miteinander zusammen die Eheschließung stattfindet. Die Ehe hat in der tamilischen Kultur einen hohen Stellenwert. Traditionell bestimmen die Eltern unter Berücksichtigung der Kastenzugehörigkeit, wer wen heiratet. Die junge Generation, die hier aufgewachsen ist, fordert mehr Selbstbestimmung. Der Reformtempel zieht Heiratswillige aus der ganzen Schweiz an. Nein, ich muss noch oben kurz parkieren, ich muss die Asche holen. Ich habe vergessen. Aber was ist jetzt das für Asche? Was bringt er für Asche? Nee, das ist die heilige Asche, wo man, wenn ich sie besuche, dann gebe ich sie als einen Segen. Aha, nicht die Asche von einer Menschen. Nee. Okay. Die erste Flüchtlingsgeneration bestand vor allem aus tamilischen Männern. Sie gingen von einem kurzen Krieg und einer raschen Rückkehr aus. Darum blieben sie in der Schweiz oft unter sich. Jetzt 40 Jahre später, wie geht es diesen Menschen? Der ersten Generation, die, Ja. Ja. Also ich sehe da viele, die sterben sehr früh. Weil, wenn ich höre 65, 67, sie haben schon viele Krankheiten. Ja. Und die Ursache, wenn ich suche, das ist ein schlecht ernährt oder eine grenzenlose Arbeitszeit. Ja. Sie haben sehr, sehr viel anstrengende Arbeit gemacht. Und damals haben sie, Beispiel bis 10 Jahre lang, haben sie keine Bewilligung, wo aus der Schweizer Grenze zu gehen. Viele sind auch Alkoholiker, weil sie sind ganz allein, keine andere Beschäftigung, Heimweh. Und zum Beispiel einer, wo verheiratet hatte, 3 Kinder, 2-jährig, 3-jährig, 4-jährig, und dann hat er diese Familie bis in der Schweiz zu bringen, musste er noch 10, 15 Jahre warten wegen der Bewilligung. Und nach 15 Jahren, wenn er seine Frau und Kinder, die Kinder haben fast keine Verbindung mit dem Vater, oder? Ja. Das sind alles nicht weggeschafft. Also hier hat man keine Therapie gekriegt oder irgendeine Unterstützung hatten sie nicht bekommen. Und das sind alles die Ursachen, wo auch manchmal, ich sehe einige Familien, wo Männer sehr Alkoholiker und Gewalt, es ist alles da. Aber wenn ich verstehe das Hintergrund, also warum meinst du so etwas, dann möchten wir gerne unterstützen. Heute leben in der Schweiz über 10.000 pensionierte Tamilinnen und Tamilen. Traditionell kümmern sich in Sri Lanka die Kinder um ihre Eltern. Die Realität in der Schweiz sieht oft anders aus. Darum häufen sich für Sasikumar Besuche in Altersheimen. I can speak very well Dutch. I know English, no, that's why I learn more Dutch. Ja. Frau Saroni Devi ist 74. 1991 kam sie als Witwe mit 2 Töchtern in die Schweiz. Wieder weg, ne? For me. Keine Arbeit. Immer sitzen. Ja.
Nehmen Sie den Teppich unter die Füße. Das ist lieb, danke. Wie geht es Ihnen hier im Altersheim? Es ist schwierig. Das Einzige, was mir gut gefällt, ist, dass ich immer einen Arzt rufen kann. Ja, Aber sonst, ich vermisse das tamilische Essen, vermisse die Sprache. Wenn ich mit anderen Tamilinnen zusammen wäre, könnten wir schöne Erinnerungen austauschen. Hier habe ich keine Freunde. Ihr größter Schmerz? Der Verlust ihres Sohnes. Mit 21 ist er im Krieg gefallen. Das Schicksal von Frau Saroni Devi teilen viele tamilische Eltern. Um ihr Leid zu lindern und ihnen ein Altern mit Würde zu ermöglichen, planen Sasikumar und seine Leute ein Wohnheim für Tamilinnen und Tamilen. Sagala Selvangalum Darum Imegiriraya Tanayamadevi Unne Sadyamai Nityam Ninjil Ninekum Uttamarudamakirangi Alagu Vali Vetti Tanam Tanyam Nohinmai Togai Darum 16 Perum Tantharulvai Madurai Paraparami. Im Tempel gibt es heute Anlass zum Feiern. Das Bewilligungsgesuch für Wasserbestattungen wurde angenommen. Das Recht auf eine schickliche Bestattung sei in diesem Fall höher zu gewichten als das Wasserschutzgesetz. Sasikumar und seine Leute ehren heute Menschen, die sie auf diesem Weg unterstützt haben. Unsere gesetzlichen Grundlagen beruhen auf einer Gesellschaft, wie sie nicht mehr ist, in vielen Sachen. Und gerade im Bereich von Religion, wir haben keine einzige gesetzliche Grundlage, die sich auf andere Religionsgemeinschaften bezieht. Und wir reden jetzt nicht von Asylsuchenden, sondern wir reden von Bürgerinnen und Bürgern. Da hat es jetzt viele Leute, die sind hier aufgewachsen. Die leben seit 25 Jahren hier. Ein Abend zu Hause mit seiner Familie? Eher selten. Seit 23 Jahren ist Sasikumar mit seiner Ehefrau Sangeta verheiratet. Ihre Tochter ist 21, der Sohn 18 Jahre alt. Was ist das? Mein Hochzeit. Von euch beiden? Genau. Mein Bruder hatte so schöne Sachen erzählt von Sasi. Ja. Für mich war er ein Held in meiner Jugend. Es war schon Anfang an eine gewünschte Hochzeit. Oder wie sagt man? Also von euch gewünscht oder von den Eltern oder so gewünscht? Von aller Seiten. Tochter Samyukta arbeitet als Kleinkinderzieherin. Sohn Hariram macht die Ausbildung zum Naturheilpraktiker. Wie viele tamilische Kinder in der Schweiz haben sie nebst der Grundschule am Wochenende die tamilische Sprach- und Kulturschule besucht. Der Vater ist mit den Hängen und die Kinder mit Messer und Gabel. Ist das der Generationenunterschied? Also ehrlich gesagt, ich bin lieber mit den Hängen. Irgendwie schmeckt es einfach besser. Aber meine Nägel, wenn man immer Nägel macht und dann Curry isst, sind Nägel nur gelb. Und ich habe keine Lust, wieder zu wechseln, nicht zu machen. Aber ich denke, die meisten Tamilen sind meiner Meinung, tamilisches Essen mit Hängen ist einfach besser. Ja, sicher. In der Partnerwahl fühlt ihr euch komplett frei, was Kultur, Religion anbelangt? Oder wie ist das bei euch? Für mich, ich finde schon tamilisch. Ja. Es hat einfach damit zu tun mit Kultur, dass ich mich viel wohler fühle
oder? Und ja, deswegen. Ja. Wem ist eigentlich noch schon frei überlassen, vom Erziehung her? Für mich selber ist schon wichtig, dass für meine zukünftige Partnerin Tamil ist, wo ich einfach gerne die gleichen Werte und Normen pflege, dass man eben auch zusammen mal eben Tempo geht, dass man die Witze versteht oder eben auch gleiche Sicht hat auf die Kultur. Ich denke, es ist einfach, ja, ich fühle mich einfach mit dem wohler. Als Eltern haben wir auch eine Erwartung, dass wir ein Mitsprechrecht haben. Und sicher, es gibt auch Diskussionen, aber was noch im Vordergrund steht, die Bedürfnisse von den Kindern, ihre Erwartungen sind auch für mich sehr wichtig. Auf all meine Fragen hat Sasikumar eine Antwort bereit. Unerklärt bleibt für mich, wie er mit seinem Mammutprogramm und so wenig Schlaf zurechtkommt. Also wie schafft er das mit so wenig Schlaf? Das ist eine Erklärung. Ich verstehe es eigentlich auch nicht, weil er kommt eigentlich relativ spät. Heute ist noch eigentlich früh. Eigentlich nicht so gesund. Ich frage mich auch, wie er es schafft. Also, ihr könnt es nicht. Ja. Völlig richtig. Ja, ich sehe auch, dass es wichtig für meine Gesundheit, dass ich achten müsste. Und die Kinder haben immer Druck gegeben. Ich muss unbedingt ein bisschen mehr Zeit nehmen zum Schlafen. Ja, ich versuche für die Zukunft. Gell? Ist gut. Ja, ja. Sind die gut? Und dann ruft die Pflicht. Zur späten Stunde rückt der Vater nochmals aus. Ein 80-jähriger Tamile liegt in kritischem Zustand im Spital. Dass der Seelsorger auch außerhalb der Besuchszeiten Eintritt in Schweizer Heime oder Spitäler erhält, war lange nicht selbstverständlich. Jemand hat Krebskrankheit, er wird bald sterben. Und seine Töchter möchte, dass ich unbedingt dabei haben und er möchte diese spirituellen Lieder hören. Und dann bin ich gekommen so um 1 Uhr und damals, sie kennen uns nicht und ich habe keine Badge oder irgendein Beweismittel, nicht, nur Ausweis, oder? Sie haben einfach gesagt, der Besuchszeit ist erst wieder morgen. Ja. Das geht einfach nicht so. Grüß euch. Ich bin ein hinduistischer Seelsorger und ich habe einen Termin mit einem Patienten, Gebäude N 263. Ja, danke. Vielen Dank. Die Zusammensetzung der Schweizer Bevölkerung hat sich verändert und damit auch die Nachfrage nach Seelsorgenden. 2018 bot die Universität Bern erstmals einen Studiengang für religiöse Begleitung im Migrationskontext an. Zu den ersten Diplomierten gehörte auch Sasikumar. Vor 20 Jahren kann ich nicht vorstellen, dass ich einen Spitalbesuch machen könnte. Ich habe auch keinen Mut, also kein Vertrauen. Dürfen wir überhaupt so etwas verlangen? Ja. Weil für uns das ist auch sehr neu. Jetzt aktuell, wir merken, dass es wichtig, dass man eine professionelle Seelsorge geben soll. Und es ist auch sehr notwendig im Spital, wenn jemand in Notsituation da ist, für sie mit der gleichen Sprache und ihre Gefühle einfach direkt zum Ausdrücken. Ja. Es ist sehr wichtig. Ja. Solche Besuche leistete er früher ehrenamtlich. Heute werden er und andere nicht-christliche Seelsorgende dafür bezahlt. Im Haus der Religionen findet heute ein Gedenktag statt.
an die 40-jährige Fluchtgeschichte der tamilischen Bevölkerung. Organisiert hat ihn die junge Generation, die damit zeigen möchte, dass sie das Schicksal der Flüchtlingsgeneration nicht vergessen hat. Die Abstimmung, provoziert durch die nationale Aktion, ging zu Ungunsten der Flüchtlinge aus. Die Stimmung in Bern ist gegen die Tamil. Wenn sie schon hierher kommen, sollen sie irgendwie selber schauen, dass sie unterkommen. Wir sind nicht in Amerika, unsere Schweiz ist viel zu klein. Ich würde sagen, Tagetive. Lavanya Sinadurai hat den Event mitorganisiert. Nur gute Feedback, dann. Wir kennen wir, wenn der Bohnen weh. Ja. Wie Sasi Kumar engagiert sie sich in der tamilischen Diaspora als Mediatorin und interkulturelle Vermittlerin. Dieses Bild hier gefällt mir am besten. Wir haben es für den Flyer genommen. Ich glaube, wir, die zweite Generation, haben eher gelernt, Nein sagen. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Nein. Und das wird in der ersten Generation manchmal ein bisschen als unfreundlich. Und ich habe ihm auch schon immer gesagt, er soll seine Kräfte sparen und wirklich nur dort zum Einsatz kommen, wo er muss sparsam umgehen mit seinen Ressourcen. Sonst ist er ausgebrannt. So wie die erste Generation. Am Schluss einfach nur noch keine Kraft mehr. Dort sind wir manchmal ein bisschen... ja, genau. Also Streit. Ja. Ich lege es ihm einfach ans Herz. Aber ist das eben, wie der Sasi, so das auf die Zähne beißen, ja. Das nicht eben abgrenzen? Ist das so wie etwas, sagen wir mal, Tamilisches und dann wie Schweizer Werte abgrenzen oder so? Oder? Ja. Ja. Ich meine, er war ja mit einem Jugendlichen auch im Asylzentrum. Was er alles hat gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich bin da in Niederscherli, meine Eltern... Ich bin wie ein Kunju, so wie ein Bibili, bin ich da ganz weich. Und er ist richtig ins Wasser hineingeschossen worden. Das sind zwei unterschiedliche Anfangspunkte, würde ich meinen. Du hast Konflikte zwischen den Generationen angesprochen. Was sind die grössten Konflikte? Welche Themen landen immer wieder auf den Tisch? Ich bin schon mal mit einem Thema gekommen. Das ist noch nicht ein Tabuthema in der tamilischen Gesellschaft, aber es kommt. Also ich hatte auch schon persönlich einen eigenen Fall, eine interkulturelle Vermittlung, wo sich ein tamilischer Bub geoutet hat, homosexuell. Mhm. Und da bin ich auch mal zum Sasiya gegangen, oder? Und gefragt, Sasiya, du bist so offen, würdest du eigentlich ein homosexuelles Pärchen trauen? Mhm. Und dann hat er auch, das erste Mal habe ich irgendwie gehört, nein, oder? Aktueller Stand. Mhm. Ja. Das sind Fragen, die uns Generation betreffen. Genau. Ja. Mhm. Ja, da brauche ich ein bisschen Zeit, glaube ich. Ja, genau. Aber du hast ja eben wie mit deiner Reformation gesagt, hey, eben nicht mehr das Kastensystem. Ja. Aber jetzt kann ich kritisch sagen, ja, aber wenn du die Homosexuellen nicht die gleichen Rechte, das ist ja auch ein Kastensystem, und du sagst, hey, nein, ihr seid nicht so viel wert. Ja, also die menschlichen Werte, ich setze sehr. Also jeder Mensch hat auf dieser Erde hat ein Recht, wie er für ihn richtig ist, leben möchte. Und von der religiösen Sicht her auch, wir nehmen den Menschen an, wie sie sind. Also ich bin bereit, das zu akzeptieren. Aber warum hat er nicht die gleichen Rechte? Also wenn du mich fragst, ob ich dieses Ritual führe, da bin ich noch nicht bereit. Also es braucht vielleicht ein bisschen Zeit für diese Reformation, aber am Moment ich bin nicht bereit, so ein Ritual zu führen. Die 33-jährige Bernerin war als Kind oft mit ihren Eltern im Tempel. Die Räume sind für sie eine Art zweite Heimat. Gibt es einen Druck von der ersten Generation an die zweite von «Hey, ihr müsst bewahren»? Ja, das fängt an mit Hochzeit und so weiter. Oder? Also, du musst heiraten, du musst in diesem und diesem Alter heiraten. Oder du musst als Frau, sind wir immer so ein bisschen wie Kulturträgerinnen. Das ist ja so, die Jungs werden weniger kontrolliert und wir tamilische Frauen sind schon eher unter der sozialen, gesellschaftlichen Kontrolle. Und das versuche ich so ein bisschen zu brechen und zu sagen, hey, komm on, wir sind in der Schweiz. Also, es kann nicht sein, dass der ältere Bruder Scheiß macht und die jüngere Schwester darf nicht raus oder so. Das geht für mich nicht auf. Und darum erhoffe ich mir, dass Sasiya dort sich auch für die jungen Frauen einsetzen, wo ich bin dran oder mit meiner Arbeit mit dem. Ich habe zum Beispiel einen Fall, wo die tamilische Modi einen Freund hat, dann ist sie fremdplatziert worden, weil es daheim nicht mehr gegangen ist. Und ich habe mit den Eltern geredet. Und wenn ich mit den Eltern rede, heisst es, «Der, Frau Sinadurai, der wollt uns zeigen, wie wir unsere Tochter erziehen sollen. Der wollt es uns zeigen.» Ein bisschen so, weißt? Aber das Kindeswohl war nicht gewährleistet und darum musste die fremdplatziert werden.
Das Sinadurai-Brückenbau zwischen der tamilischen und schweizerischen Kultur verdankt sie mitunter Sasi Kumars Offenheit. Er ist sehr wichtig für uns, die zweite Generation. Mit seiner offenen Art. Er sagt nicht, so ist es, sondern er sagt, es ist so, weil. Es ist so, weil. Er erklärt und er ist auch offen für neue Argumente. Das schätze ich enorm. Sonst wäre ich nicht da und würde auch nicht so eine Veranstaltung hier machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dann ist es soweit. Im Dezember 2023 kann Sasi Kumar die erste offizielle Wasserbestattung durchführen. Das kantonale Amt für Wasser und Abfälle hat große Zugeständnisse gemacht. Nebst der Asche dürfen 1 Teelöffel Milch und einzelne Rosenblätter in die Aare gegeben werden. Und maximal 20 Wasserbestattungen pro Jahr sind erlaubt. Damit ist klar, für Sasi Kumar ist die heutige Bestattung eine Genugtuung, aber sein Einsatz geht weiter, damit Tamilinnen und Tamilen in der Schweiz würdevoll leben, altern und sterben können. Om Dennarude Shivane Potti Hara Namo Parvati Padeye Kangai Alaivayum Singara Jadamagudam Kauri Madhavai Kridappagametta Roopam Narayana Nodu Nesam Kamadevan Nasam